Das hier ist ein MacBook von 2006. Eine Zeit, wo Apple weg von PowerPC ist und hin zu Intel. Und dieses ist eines davon gewesen, von diesem Switch. Aber das ist nicht das einzigste, was an dem besonders ist. Naja, also dass es dreckig bis zum geht nicht mehr ist. Das beheben wir in dieser Restauration. Gute allerseits. Nun, ja, hier ist mal wieder ein MacBook auf dem Tisch. Eines von 2006 oder es könnte auch von 2007 sein. Nun, und diesen Laptop, den habe ich vor einer Weile auf dem Flohmarkt gekauft für, ich glaube 30 Euro. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube so etwa in einem Dreh. Und genau in diesem Zustand. Wenn ich den Zustand sage, zeige ich euch das gleich nahe. Aber viele fragen sich, was denn so besonders ist an diesem Mac. Die Tastatur, die hier dran ist eine japanische Tastatur. Und dies hat man hierzulande auch irgendwie nicht so wirklich. Und hier seht ihr auch die japanische Tastatur in all ihren Hiragana-Zeichen, die ich sogar kann. Please wait a moment, weil dein Duolingo, ich bin da dementsprechend weit. Kann so ein paar Sachen sagen, aber halt noch nicht viel, weil ich noch am Anfang bin. Und dazu seht ihr den ganzen Dreck von dem Gerät. Es ist atemberaubend dreckig und schmutzig. Ich denke mal, das ist der ekelhafteste Mac, den ich je gesehen habe. So runtergekommen, da müsste man eine Medaille verleihen. Okay, also es ist hier eine Restauration und kein Rant, wie sehr manche ihren Computer mit umgehen. Und wir haben hier für die Restauration klare Ziele. Erstens halt eben der Computer überhaupt zu gucken, ob er geht. Und dann vor allem entweder das System neu drauf spielen oder erst installieren. Und dann halt eben den Dreck abwischen, gegebenenfalls die Wärmeleitpaste erneuern und je nachdem, was da sonst so für Überraschungen drin leben. Okay, also ich sag mal so, den Feuerlöscher habe ich parat und dann schalten wir diesen mal an, ne? Okay, ups, ich hab's vergessen, die Steckdosenleiste anzumachen, deswegen geht er nicht an, ups. Und wenn Strom anliegt, geht der Mac tatsächlich auch gleich an. Und er bootet in ein System, was auf der einen Seite schön ist, da wir wissen, dass er komplett geht, aber eben es sind halt noch persönliche Daten drauf. Ich kann es eben nicht oft genug sagen in solchen Restaurationsvideos. Formatiert die ganze Festplatte, bevor ihr den Computer entweder weitergebt oder wegwerft. Denn es ist irgendwie auch eine Art Doppelmoral. Auf der einen Seite will man seine persönlichen Daten nicht preisgeben, aber beim Weggeben bleiben die Daten drauf auf dem Computer. Und wir sehen ja ganz genau hier, so Dinge landen eventuell dann auf dem Flohmarkt. Tja, so viel dazu. Aber bevor jemand fragt, ja, ich hatte hier mal einen Computer gehabt, wo auch Pornos drauf waren. Eben halt Pornos aus den bekannten Seiten. Das hört sich an, als ob ich die ganzen Seiten studiert habe. Nein, habe ich nicht. So viel dazu. Jetzt ist es halt eben, den Laptop gründlich zu reinigen, das System neu drauf zu spielen und neue Wärmeleitpaste. Ich bereite dann mal alle meine Reinigungsmittel vor, dass dieser wieder glänzt. Ich versuche erstmal zu schauen, was ich denn so mit Desinfektionstüchern wegbekomme, da ja dort ein Teil Alkohol drin ist zum Reinigen. Auf dem Deckel ist so gut wie kein Effekt zu sehen. Auf der Innenseite ging es etwas besser und der grobe Dreck ist weg. Ich habe das Tuch nicht mal eine Minute drauf und seht euch an, was da an Dreck abging. Aber so 100% sauber wird das auch nicht. Wo ich mal denke, wir gehen direkt zu 99%igem Alkohol. Und das geht sogar etwas besser, wo wir dann mal versuchen, eben alles abzubekommen. Dieses Apple-Logo auf der Unterseite ist ja nice, aber es muss weg. Kann man auch gut sehen, hier wo das Apple-Logo war, das ist auch originales Plastik. Also der Apple-Logo ist wahrscheinlich seitdem der Mac existiert drauf. Und wenn man hier den Rest betrachtet, da sieht man halt dann schon eben, wie versifft das Ding ist. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt auf der Kamera, aber es ist halt schon ziemlich ekelhaft. Wie kann man so einen Computer so runter machen? Okay, also die Unterseite gibt mir einen guten Kampf, dass selbst Alkohol fast keine Wirkung hat. Da muss ich härtere Geschütze auffahren, mit einem Schmutzradierer. Und das hat alles so schnell abgekriegt,
Das ist ja fast schon Magie. Die Unterseite sieht fast wieder aus wie neu, in Anbetracht, wie das vorher aussah. Und auch der Deckel sieht wieder top aus. Ich habe fast 2 Stunden mit verbracht, das Ding von Grund auf sauber zu bekommen. Das Display mache ich aber nicht mit einem Schmutzreiniger sauber, sondern mit einem Spiritusreiniger. Damit habe ich bei allen Glasoberflächen oder Displays ein streifenfreies Ergebnis. Und soll ich euch was sagen? Hätte ich keinen Videobeweis, könnte man meinen, dass es ein ganz anderes Notebook ist. Okay, also das mit dem Putzen, das hat länger gedauert, als ich gedacht hatte. Klar, wenn man halt eben genau hinsieht, man kann viele Kratzer auf dem Plastik sehen, ist aber dem geschuldet, weil der gesamte Laptop eine Glanzoberfläche hat. Aber gut, ich kann diesen Mac jetzt eher anfassen und somit das System neu draufspielen. Bei diesen MacBooks gibt es eigentlich nicht viele Systeme, die wir draufladen können. Es gibt OS X 10.4 Tiger bis hin zu 10.7 Lion. Oder halt Windows oder Linux sind auch eine Option. Aber man holt sich ja ein Mac eben wegen macOS. Und ich entscheide mich hier für OS X 10.5 Leopard. Für einen Grund, was ich noch nicht verraten will. Ich sag mal so viel, abonniert, um es zu sehen. Das ist auch ein guter Test zu sehen, ob das optische Laufwerk funktioniert. Und auch wenn sich generell alle Apple SuperDrives anhören wie ein sterbender Zug, geht es. Oder zumindest dachte ich so. Das Laufwerk hat aufgegeben und hat den Mac abstürzen lassen. Dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, das ist ein wenig blöd. Dann versuche ich eben einen Bootstick zu machen auf meinen modernen Mac. Das hat nur nichts gebracht, da es ein großer Akt sei, so einen Bootstick für Leopard zu machen. Wie? Ich kann kein OS X Leopard auf dem M1 M4 Pro Mac installieren. Da habe ich Idee 2, ein externes Laufwerk. Und ich habe tatsächlich ein externes DVD-Laufwerk, was mit Firewire geht. Heißt, die Übertragungsraten sind schneller als mit USB. Dann konnte ich die Festplatte formatieren, installieren und ja, ich mache das System auf Japanisch. Eben aufgrund der Tastatur passt das super, ne? Ist halt eben, da ja eben Japan einen großen Hype hat und ich auch das Land sehr mag und alles, weswegen ich halt dem Mac hier etwas Heimisches geben will. Und das ist eine Ausnahme bei mir. Zum Beispiel auch hier dieses Retina MacBook, das hat eine niederländische Tastatur. Was ich nicht gedacht hätte, dass das wirklich eine niederländische Tastatur ist, die hier dran ist, aber ich habe das System trotzdem hier auf Deutsch gemacht, weil, ja, Niederländisch ist zwar witzig, aber so 100% kann ich das auch wieder nicht. Nach einer Duolingo-Session, damit mich die Eule nicht entführt, Harajuku wa Nigiaka na Tokoro desu, war das System installiert und das Bootvideo kommt. Ich mach mal schnell den Assistent hier, was ich fast alles verstehe, was er von mir will. Okay, ein Profilbild mit meiner Hackfresse muss nicht sein. Dann eher was dazu passend. Und siehe da, wir haben nun erfolgreich OS X Leopard installiert. Ja, und das legendäre Wallpaper von Leopard ist ja auch mit dabei. Aber es sind nun 2 Sachen, die noch gemacht werden müssten. Eben die Wärmeleitpaste erneuern und mal schauen, ob wir das SuperDrive irgendwie zum Laufen kriegen. Aber ich bin ehrlich. Wenn ich es nicht zum Laufen kriege, kann ich sagen, dass ich es versucht habe. Aber dafür nehmen wir es auseinander. Nun, ich folge hier dem Guide auf iFixit. Das ist nicht gesponsert. Wo die für den Kühler eine Zeit angeben von bis zu 2 Stunden. Ist ja nicht so, dass ich mit dem Video schon hinterher bin. Und soweit kam ich nicht, den auseinanderzunehmen. Da 2 Schrauben, die essentiell sind für den Teardown, rundgedreht sind. Habe ich das gemacht? Nein! Habe ich dazu den Nerv, dies zu beheben? Nein! Weswegen dann hier, Kommando zurück, ich schaue da mal in Zukunft, was da ist. Ja, und sowieso ist diese Restauration sehr durchwachsen. Ich habe Ewigkeiten erstmal gebraucht, das Gehäuse in den Griff zu bekommen und es neu installieren. Das war ja auch kein Kinderspiel. Weswegen ich mir jetzt erstmal hier sage,
ich bin fertig damit. Ja, es ist bei jeder Restauration, die ich hier mache, irgendwann mache ich einen Schlussstrich, wo ich mir sage, gut, ich gehe so weit, aber nicht weiter. Ja, und dabei so Schrauben, da ist ein bisschen sehr tricky, die wirklich rauszubekommen. Das schaue ich mir irgendwann in Zukunft an. Und ich hatte auch schon überlegt, das Video abzublasen, eben weil es nicht komplett ist, aber es ist jetzt so viel Arbeit reingeflossen, wo es jetzt blöd wäre, das abzusagen. Und sowieso wegen Stromausfall und allem möglichen hatte ich jetzt die Woche ein bisschen zu kämpfen, hier Content zu machen. Naja, aber der Mac hier eben, der ist so meine Sammlung. Da es nur im Wert ist, dass er gut aussieht. Zwar auch von innen, aber ja, daraus wurde ja nichts. Woraus aber was werden kann, ist ein kostenloses Abo hier, um halt hier nicht zu verpassen. Und dann sag ich mal, man sieht sich.